GFK Monocoque aus der Schwäbischen Alb. Wir sind auf der CMT in Stuttgart. Freitag der 13. tatsächlich. Hier ist Philipp. Grüß dich, Philipp. Hallo, guten Tag. Ja, dein Papa, der hat wirklich Sachen gemacht, das ist unvorstellbar. Er heißt Karl-Heinz, ist Fahrzeugbauer der obersten Güte, so ist es. Und das ist die Front. Die Front ist vollkommen identisch. Wir können mal drum rumgehen. Es geht um das Auto. Ihr baut gerade auf. Ja, genau. Wir sind noch mitten im Aufbau heute. Also ein kleines Familienunternehmen. Da muss man halt selber Hand anlegen, bei allem. So ist das. Komm, wir gehen mal gerade drum rum, dass wir mal die Originalfront zeigen von dem. Sag mal, der hier steht, das Ausstellungsstück, ist der noch zu haben oder ist er schon weg? Ist leider schon verkauft. Den hat ein Kunde am Telefon gekauft, weil er hat ein Fahrzeug gesucht, hat es beschrieben und gesagt, ja, habe ich da. Mit 2, 3 kleinen Änderungen wäre das Auto. Hat er gesagt, ja, okay, alles klar. Der Kunde kommt aus Madeira, hat das Auto am Telefon bestellt quasi. Du sprichst normal Schwäbisch, richtig? Ja, genau. Du bemühst dich gerade. Ja, ich versuch's halt Hochdeutsch zu reden, sag ich jetzt mal. Das ist so, wir holen mal gleich deinen Papa mit dabei. Das ist eine Besonderheit, ihr baut GFK Monocoque der obersten Güte. Das Ganze in einer eigenen Fabrik, die ihr habt. Das sind eigentlich Schiffsbauer, die ihr habt, oder? Ja, genau, eigene Schiffsbauer. Ist halt eine Manufaktur, ein Einzelstück, kann man sagen. Jedes Fahrzeug ist ein bisschen anders, oder? Ja, die sehen alle ein bisschen ähnlich aus, aber innen, außen, Technik bei jedem Fahrzeug minimal immer anders, halt nach Kundenwunsch. So, bitte mal das Heck zeigen. Bitte mach mal zu, dass wir das mal kurz sehen. Hier ist großer Aufbautag. Auch bei Bimobil wird im Moment unglaublich viel aufgebaut. Und das ist brandneu hier auf der Messe. Erstes Mal. Euch gibt es wie lange schon? Wie lange baut ihr? Also wir bauen seit 2004 und unsere Firma gibt es seit 1969. Echt? Ja. Krass. 1969. Dein Vater ist wirklich Fahrzeugbauer. Das unterschreibst du, oder? Ja, auf jeden Fall. So, das Heck haben wir gesehen, das ist das neue Heck. Die Besonderheit bei dem Heck ist, du hast auf Wunsch immer 2 Türen. Und genau. Ihr verwendet mittlerweile eine Busdichtung, die original aus dem Reisebus kommt, sodass da nichts reinregnen kann. Genau, also man hat hier eine Fuge, man hat hier eine Fuge und hier mittendrin steht eine Gummilasche. Die sieht man auch hier relativ gut. Und die ist quasi wie eine Art Rollo. So, und dann habt ihr zusätzlich noch zu diesem Grundriss, wir haben hier eine Hecksitzgruppe. Genau. Und das ist eine Rundsitzgruppe, das ist sensationell. Das ist eines der beliebtesten Fahrzeuge bei euch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also den bauen wir auf 7,70 Meter mit der Rundsitzgruppe und vorne Einzelbetten und auf 6,90 Meter. Und du kommst von hinten ran. Das ist, glaube ich, ein Merkmal, das hat kaum jemand, oder? Ja, genau. Also die 2 Klappen sind echt vorteilhaft. So, Karl-Heinz, grüß dich. Grüß dich. Du bist aus der Schwäbischen Alb. Aus welchem Ort kommt ihr denn? Dettingen-Deck. Du bist... Kirchheim-Deck kennt jeder. Dettingen-Deck ist ein kleiner Ort daneben. Du sammelst Oldtimer, Youngtimer. Auch das mache ich, ja. Was ist dein Lieblingsfahrzeug? Ein Adenauer, 300er Adenauer. Den hast du da. Ich komme dich mal besuchen, das ist sensationell. Ihr baut auf GFK, das Ganze ist unglaublich verbindungssteif. Und hier sieht man es auch, diese Klappe hier, komplett GFK. Ja. Und zwar, das sind 2 Schalen, die werden miteinander verharzt. Okay. So, und das ist dein Sohn, der Philipp. Du hast 2 Söhne, 2 Töchter? Ich habe 3 Söhne und eine Tochter. Okay, das tut mir leid. Ja, die eine Tochter mal nicht. Nein, die kommt die ist top. in Betrieb, ja. Okay. Die ist noch jung, oder wie? Die ist jetzt 24. Die ist 24, die ist jetzt mit ihrem Wirtschaftsstudium, schreibt gerade ihre Bachelorarbeit und danach kommt sie auch. Also großes Familienunternehmen seid ihr und das Ganze, ihr lebt die Autos wirklich von... Ja. Jetzt bist du ja als Sohn, gibt ja viele Söhne, die sagen, nein, ich will nicht Medizin studieren und so weiter, aber das war bei dir gesetzt. Du bist mit Benzin aufgewachsen? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin der Einzige aus der Familie, der jetzt noch nicht studiert hat. Für mich wird auch, denke ich, ein Studium nicht in die Frage kommen. Ich bin eher so technisch. Ich bin selber privat auch, schreibe ich gerne an Autos. Was ist gerade dein Projekt? Ich baue gerade einen 356 Coupé. Ein Replika. So, du hast ein Replika geholt, du hast eine GFK-Kabine, was hast du geholt? Ja, ein GFK Monocoque aus Polen. In richtig miserablen Zustand, also dass der ganze Aufbau komplett vom Harz her ist komplett schlecht gemacht. Das werde ich abformen, wird selber noch eine Form draus machen. Achso, damit du die Form nicht noch machen musst. Ja, genau. Das ist nur die als Form genommen. Das ist wie beim Zahnarzt, muss man sagen. Also ihr könnt quasi eine Negativform machen, Positivform, wie nennt man das? Genau, Negativform, Positivform, das ist richtig. Dann nimmt man quasi das Stück, das wird dann, kriegt dann wie so eine Art Vaseline wird da so draufgeklebt, das ist halt so ein Trennmittel, Trennwachs. Dann nimmt man die Form ab, macht dann die Positivform, quasi wie dieses Gegenstück dann dazu. Dann tut man zwischendrin GFK laminieren und dann unter Druck
verpresst unter Vakuum. So, guckt euch bitte alle Videos an. Wir haben alles erklärt. Die Fahrzeuge sind erhaben von der Oberflächenstruktur. Normal GFK siehst du immer. Also zumindest bei den günstigen Fahrzeugen. Hier siehst du gar nichts. Das sieht aus, als wäre es Alu oder Stahl. Ja, richtig. Wir geben auch sehr viel Geld aus für die Formen. Wir haben jetzt erst wieder eine Form bekommen, die kostet über 250.000 Euro. Eine Form. Eine Form. Und daraus macht ihr maximal 100? Nein, ja, 100 Stück kann man daraus machen. 100 Stück. Ihr baut aber im Jahr nicht viele Autos, muss man sagen. Ihr seid eine Manufaktur. 40, 50 Stück. So, das Ganze auf Mercedes Sprinter. Ihr seid natürlich zertifizierter Aufbauhersteller von Mercedes. Das ist ganz wichtig. Was hast du vorher gebaut, bevor du Wohnmobile gebaut hast? Wir waren Händler, Reisemobilhändler. Und mir ging die Qualität. Ich war mit der Qualität nicht mehr einig, was gebaut wurde. Die gehen dir auf den Geist. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich baue mein eigenes Auto. Ja. Und dann? Da ist der Silbertrim entstanden dann dadurch. 2004. 2004. Okay, komm, wir gehen mal rein. Alles ist hier anders. Gastank, kein Problem. Zuladung, geht der hier auf 3,5 Tonnen? Den kann man auf 3,5 Tonnen bauen, bei 6,90 Meter geht das. Bei 6,90 Meter. Fliegenschutz ist mit drin, mach mal bitte auch. So, auf Wunsch gibt es die Tür auch breiter, aber sinnvoll ist, wenn ihr hier reinkommt, macht es Sinn, denn man spart unglaublich viel Platz durch die kleine Tür, die hier da ist. Man geht seitlich eigentlich rein und man steht ja nicht zwischen Tür und Angel, da ist ja im Fahrzeug drin. So, du bist jetzt 1,90 Meter groß, wenn du mal gerade reingehst, dass man mal sieht. Also das ist gar kein Problem, also kurz rein zu gehen, denn das Schlimmste ist eine zu breite Tür. Das kostet dich im Innenraum so viel praktische Variabilität. Man glaubt nicht, was 5 cm ausmacht im Aufbau bei 7 Meter. Das kann unheimlich Nachteile haben. Ja? Ja, ihr habt euch unglaublich Gedanken gemacht über den Aufbau von den Fahrzeugen. Das hier kenne ich. Das sind alle Wow. Warte mal ganz kurz, Karl-Heinz. Ich muss das mal zeigen. Die Küche ist ja sensationell. Ihr arbeitet viel mit rotem Holz. Das ist eigentlich eine Hommage. Kirchholz war mal 2010 bis 2014, 2008. Da war das mal ziemlich in. Aber im Yachtbau hat man das wieder. Hat man es wieder? Im Yachtbau ist wieder ganz in. Und weil wir einen Schritt vorausdenken, wir haben ja Yachtbau hier. Das ist ja reiner Yachtbau. Nochmal, das Hochglanz macht ihr selber hier? Ja, alles selber. Und das Ganze im GFK-Monocoque. Das heißt, ihr könnt Sachen machen, die gehen normal bei Wohnmobilen nicht. Ihr habt zum Beispiel Klavierbänder manchmal in den Türen drin, oder? Überall. Überall. In jeder Tür ist es drin, hier sind keine. Ja, hier überall nicht. Überall gleich mal zeigen. Und Philipp, wenn du dich mal gerade reinsetzt in die Rundsitzgruppe und Karl-Heinz, du auch mal bitte. Das sind wir mal beide. Wir sind hier auf einem Mercedes-Benz Sprinter Wohnmobil. Wir haben Einzelbetten vorne. Das werden wir gleich mal zeigen. Das ist ein Grundriss, den müsste man eigentlich erfinden, der eigentlich Linern vorbehalten ist. Wenn du mal ganz kurz in die Ecke gehst, bitte, dann kann ich mich mal gerade hier hinsetzen und zeig mal gerade, wie groß die Rundsitzgruppe hier ist. Also ich bin 1,90 und gerade nicht schmal und ich habe hier vollkommen genügend Platz. Also. Boah, das hier ist Linermaß innen. Warte, ich gehe mal in die Ecke rein. 7,70 Meter. Bei 7,70 Meter. Ja. Das heißt, Höhe hier von dem Auto? 3,20 Meter. 3,20. Genau. Der ging auch auf Allrad, oder? Ja. Hierbei. So, die Musik mal ausmachen, bitte. Muss ausmachen. Ich weiß, ich höre gerade die Soundanlage. Du darfst sie nicht anmachen, weil die machen mir, ich zeig gleich mal, du hast ja ein Soundsystem eingebaut. Das ist sensationell, oder? Ja. Und zwar das Beste, was es gibt, von Kenwood. So, ein Kenwood Soundsystem habt ihr hier drin. Mit wie vielen Lautsprechern? Ich lasse dich raten. Ja. Ich mache gleich. Ja, das darfst nicht anmachen. Weißt du warum? YouTube erkennt, was das Musik ist und sperrt mir das Video anschließend. Ach was. Ja klar, weil man muss ja dafür was zahlen, wenn man Musik verwendet. Und da kann es sein, dass dieses Stück, da steht dann drin und dass deswegen das Video nicht mehr funktioniert. Aber machen wir das aus. Kann ich ausmachen? Nee, kann ich nicht, weil es ja ein Stück. Ich würde es dir so gern. Aber ich merke schon, es klingt sensationell, oder? Ja, auf jeden Fall, also, weil wir die Lautsprecher, die werden nicht einfach nur hingeschraubt, sondern wir bauen da einen richtigen Kasten drumherum. Das kann ich auch mir schon zeigen. Also wie eine Geige. Ein Klangkörper. Ja. Genau, ein Klangkörper. Und das ist wahrscheinlich exakt berechnet, dass es auch gut klingt. Genau, hier. Und hier haben wir dann auch für den Frischwassertank die Reinigung. Du kommst an alle Tanks ran? Ja, also an Frischwassertank kommt man auf jeden Fall ran. Okay. Alles in Handarbeit? Ja. Hier sieht man auch die ganzen Passungen hier. Die Spaltmaße? Ja, das ist mein Namensschild.
So, die ganze Konstruktion von den Fahrzeugen, die habt ihr gemacht. Das heißt, ihr kauft nicht irgendeinen Grundriss ein, macht den, das ist euer. Ja. Das ist unsere Idee, die wird vervollständigt in Italien. Dann. Wir sagen, das muss so gebaut werden, wir zeichnen das vorab und dadurch werden dann die Autos so gebaut. Das ist eine Yachtbaufirma, also die kommt aus dem Bootsbau. Das ist keine Yachtbaufirma, die Leute sind Yachtbauer. Ja. Und die Firma ist ein GFK-Bauer, also Monocoque-Bauer. Die haben früher auch Schwimmbäder auch gemacht, beispielsweise. So, eigentlich ist das hier ein Boot, was verkehrt rum ist. Richtig. Okay. Das könnte schwimmen, wenn die Löcher zu sind? Ja. Also hier ist auch eine Erhöhung, was man sieht. Zum Beispiel, ich bin 1,90 und ich kann hier gerade auch stehen. Also man hat hier enorme Stehhöhe. Du bist 1,90 Meter. Okay. So, jetzt haben wir hier einen Kühlschrank Dometic, Ja. den Tower. Der ist drin. Aber da ging ja jetzt auch natürlich auch irgendwas. Ja. Vitrifrigo geht auch. Ja. Kompressor geht. Kein Problem. Alles geht. So, dann Kühlschrank ist klar. Genau, oben drüber können wir auch einen Backofen machen. Mach mal auf, bitte. Ihr habt hier Klavierbänder drin. Ja. Das Problem ist, da muss man sehr genau fertigen, weil man kann sie nicht mehr einstellen. Gell? Richtig. Ja, das ist ja das. Wenn ein Schreiner reinkommt, der sagt, noch nie gesehen sowas. Mach mal zu, bitte, dass ich die Spaltmaße mal sehen kann. Ja, das passt. Mit Klavierband. Ja. Ohne dass du das heißt, ihr müsst wirklich genau arbeiten. Ja, es ist so. So, die Schränke, die kann man einstellen. Weil die Gell? Musikation sind. Aber die anderen Schränke haben wir auch ohne Wenn sie gerade sind, dann sind sie mit Klavierbänder. Aber hier auch alles Klavierband, hier. Und die Dusche halt. Guck dir mal die Spaltmaße hier oben an mit Klavierband. Ja, Die Tür musst du nicht einstellen, die bleibt so. die bleibt so. Und die rattert auch nicht. Okay, warte mal, ihr müsst mal ganz kurz rübergehen. Ich muss die Küche mal zeigen. Ja. Denn Philipp, bleib mal hier. Ja. Die Küche ist echt schön geworden. Holzfarben, wenn ich das Rot jetzt, wenn ich ja nicht drauf stehe, geht andere Farbe. Geht jede Farbe. Wenn man ein Furnier hat, was man im Kopf hat, was man haben möchte, kann man auch das machen. Das ist gar kein Problem. So, den Tisch kann ich absenken für ein Bett. Ja, kann man absenken. Ohne Probleme hat man hier 1,40 Meter Breite in der Sitzgruppe. Die Sitzgruppe ist 1,40 Meter. Ich zeige euch die mal gerade. Also das ist mit dabei. Dieses Auto hier wurde dir wirklich im Internet weggekauft. Ja, das war eigentlich geplant für meinen Vater. Das ist auch ein bisschen gebrauchtes Fahrzeug. Das hat jetzt. Wir waren 6 Wochen mit ihm in der Türkei. Ja, Ihr wart 6 Wochen in der Türkei. Was für ein Frevel. Mit dem Auto. Das heißt, also der ist auf Herz und Nieren getestet worden. ist getestet worden, ja. deswegen ist er auch verkauft worden. Klappert hier irgendwas, wenn du fährst? Null. Da Null. bin ich allergisch. Also ich mag das nicht. Na, das klappert. Das ist gut schön. Sag mal, wie kommst du denn da hoch? Weil du bist jetzt, wie alt bist du? 78. 78? Der Papa ist 78. Ja, der Vater ist 78 und Ey, das sein hätte ich ihm Auto. in 100 Jahren nicht gesagt. jetzt ist er schon oben. Du bist da hochgeklettert gerade? Als 78-Jähriger? Ja, und hab Luft genug. Sag mal, deine Söhne sind jetzt 21, 22? Du hast ganz schön viel Power. Das heißt, du hast mit 60 Mal Gas gegeben. hast nochmal Gas gegeben. Meine erste Frau ist schon gestorben. Die ist früh gestorben, deine Frau. 50. Sag mal, du willst auch nicht sterben oder irgendwann mal. Du hast gesagt, ich lebe ewig. Ich habe immer Urlaub. Du hast immer Urlaub. Jetzt habe ich immer Urlaub. Jetzt. Du bist 78. Ja. Hast du sowas schon mal erlebt? Nee, also das sieht man echt selten sowas. Also jetzt hat er auch Zeit, mal wegzufahren richtig. Der war jetzt 8 Wochen in der Türkei, 6 Wochen in der Türkei. Ach so, du kannst die Treppe öffnen. Da sind überall Staufächer. Warte, ich zeig das mal. Sollen wir mal sehen. Also Staufächer sind hier drin. Was ich aber sensationell finde, du hast ihn für dich gebaut, deswegen, du musst da ja irgendwie hochkommen. Und du bist ja natürlich mit 78, bist du nicht mehr 28, nehme ich an, oder? Aber gut drauf und Druck. Warte mal, ich zeig das mal. Weil es eben so breit ist. Ja. Ja. Guck, ich kann hier. Du, wir sind im Sprinter. Ja, wir sind im Sprinter. Auf 7,70 Meter. Ein großes Bad, das war mir wichtig. Ein großes Bad war ihm wichtig. Im Sprinter. Eine große Dusche, dass Eine man große frei Dusche. bewegen kann. Echtglas? Ja, echt klar. Echtglasdusche. Ja. Preis von dem hier, was kostet? Das Auto ausgestattet, das wurde so verkauft für gebraucht 180.000. 180. Ja, ich meine mehr. Ja, hast du mehr? Ich glaube mehr. Ah, ich verstehe. Wegen dem Zubehör. Knappe also unter Okay. 200 war das Auto auf jeden Fall. So. Und dann hast du hier eine Tür, die lässt sich um 180 Grad öffnen. Habe ich natürlich gesehen beim Reinhard.
Der hat die mittlerweile auch eingebaut, die Tür mit dem Magnetverschluss. Das ist sehr praktisch, ja. Ja. Das heißt, wenn die zufällt, ist sie Wenn ich zu. jetzt Gell? so, Macht's klack. Man hört dich nicht. Augenblick, ich komme. Hier, bis hier ein Umkleideraum. Guck mal. Bis hierher. Weil das sind die Schränke. Wie Schränke. Kleiderschränke. Du hast große Kleiderschränke hier drin. Nee. Und hier auch nicht mehr. Sag mal, wir sind hier nicht auf dem Iveco Daily oder auf dem Eurocargo. Wir sind auf dem Sprinter. Eben. Und das ist unten die Treppe, gell? Ja, das ist Treppe. So, und das ist überall GFK. Ja. Alles, was ich sehe. Alles GFK. Da ist das Hirschgeweih wieder drin. Ja, Also gebaut für die Ewigkeit. für die Ewigkeit. Der einzige Nachteil bei GFK ist, glaube ich, wenn es irgendwann mal abgewrackt wird, man kann es, glaube ich, nicht recyceln. Ne? Doch. Recycelfähig. Wir haben da einen Vertrag mit Rücknahmeunternehmen. Die recyceln das wieder. Und Abschnitt. ich nehme an, das ist der Grund, warum ganz viele Autos schon zurückgekommen sind, oder? Noch keiner. Noch keiner. Die werden sogar vererbt, habe ich jetzt festgestellt, von Kunden. Die meisten aus 2004 fahren noch? Oder fast alle? Alle. So, jetzt mal Hand aufs Herz. Das ist ein Klavierband im Wohnmobil. Das Problem ist, man kann das nicht einstellen. Also wenn es einmal dran ist, ist es dran. Normalerweise arbeiten ja die Fahrgestelle drunter. Das heißt, wenn du jetzt ein Allrad hast, müsst du noch mal einen Zwischenrahmen drauf machen. Da hat jetzt 18.000 Kilometer drauf, das Auto. 18.000. 18.000. Man steht auf einer Messe. Okay. Also die Spaltmaße hier. Hier ist Klavierband drin. Guck dir das mal an. Du hast zweimal Klavierband und guck dir mal, das sind vielleicht 1-2 Millimeter Spaltmaß. Ja, 1-2 Millimeter sind halt, die muss man halt ein bisschen eingestehen, aber wir versuchen uns echt auf Null zu arbeiten. Und er war schon auf der Messe in Düsseldorf, war auch ausgestellt als Kundenfahrt, als Ausstellungsfahrzeug. Krass. Der hatte auch Mehrwertsteuer, oder? Als er den jetzt verkauft hat. Ja. Boah, ist das schön. Mach mal bitte auf, bitte. Ich konnte eben nicht ran. Tankvolumen, was haben wir hier? Auch zweimal 140 Liter. Zweimal 140 Liter Frischwasser. Ja. Fast 300. Ja. Zuladung, der steht hier auf 5 Tonnen, genau. 5 Tonnen, okay. Ja. Über eine Tonne zu. Also große Dusche, Druckwasserpumpe mit drin. Und überall Abluft, ja. Wenn du duscht, hast du überall Abluft. Lithium hat er? ja, Lithium-Batterien. zweimal 200 Lithium. Nochmal, du bist 78. Ja. Da hast du mir aber in den letzten 2 Videos gar nicht gesagt, ja. Ich habe gedacht, du bist so, weil du Ich sage immer zu den Kunden 20 Jahre 58. okay. So, guck mal hier, kleiner Fernseher, das langt dir? Hat dir gelangt in der Türkei? Ja, nein, das wird nicht einmal einer. Sag mal, der Auftritt in der Türkei, als du damit unterwegs warst, die Leute. War wahnsinnig. Die Polizei hat mir angehalten. Wo das Auto gewaschen wurde, da waren dann eine Traube von Menschen da. Wir haben schöne Bilder von der Türkei. Es war richtig schön. So, Philipp, ich habe noch mal eine Bitte. Wir müssen einmal kurz den Wandaufbau noch mal zeigen, weil das ist hier die Besonderheit hier bei dem System. Guck mal hier, das ist ein eigenes System Ja, und das so hält. ist die Türe zu. Das hält. Das fällt nicht runter? Nee. Warum nicht? Weil es eine Passung ist. Das ist eine Passung, das ist auf Null. Das ist quasi richtig, wenn man hört, das ist richtig auf Mühe genau. Alles hier in dem Auto Ja. kann deswegen so gebaut werden, weil es GFK ist, steif. Einmal das und weil wir hier nicht einfach bauen und sagen, okay, das passt so, das geht so raus, sondern wir sind ein Familienunternehmen. Ich kann nicht unseren Namen schlecht machen und ein Auto so rauslassen, wenn ich sage, okay, ich kann damit nicht einfach einschlafen. Das absolut geil ist dieser Lüfter, sag dir mal bitte. Ihr habt ein zentrales Belüftungssystem integriert. Steuerung jetzt. Ja, das ist sogar mit Fernsteuerung. Der ist mit Fernsteuerung. Genau. Das muss man. Und Regeln sind. Und Regeln und Sensor. Das heißt, du musst das gar nicht öffnen. Genau. Das wird auch so gehen. Das ist der Fantastic Vent, Ja. der da ist. Und jetzt kommt das. Du machst ihn an, dann machst du die Klappe zu. Und dann machst du zu hier. Und dann kommt die Belüftung hier oben aus den Schlitzen indirekt raus, oder? Genau. Weil nämlich hatte keine Klimaanlage in der Türkei. Ja. Und wir hatten richtig heiß. Ja. Okay, jetzt machen wir zu. Ist doch voll leise jetzt. Ja, und der läuft auf 55%. Mach mal 10%. Machen wir 10. Ist die drahtlos oder Infrarot? Er ist über Infrarot. Infrarot, dann machen wir auf. Ob er das auch macht. Sag mal, wer kam denn auf die Idee mit dieser indirekten Belüftung? Das ist ja genial. So, So, jetzt 10%. 10%.
Du hörst gar nichts. Du hast immer frische Luft hier. Ja. Wenn man hochfasst, dann spürt es ganz leicht. Da oben ist der Luftauslass. Ja. Und nach vorne. Es sind vorne hier auch. echt viele Details, muss ich sagen, die genial sind. So, wir gehen mal kurz raus. Ja. Philipp. Sollen wir mal zeigen. Es gibt noch einiges zu zeigen. Du holst mal den Wandaufbau. Ja, ich hole schon den Mann. Ich zeige derweil mal hier so kleine Details. Das ist dein Soundsystem. Da bist du stolz drauf. Man kann auch damit Fernsehen gucken, oder? Nein. Also nur Musik. Bluetooth. Ja. Okay, von Kenwood. Das ist ziemlich genial. Und dann hast du hier unten so Nachtlichter hast du eingebaut. Überall. In Betrieb sind Nachtlichter. Auch hier, die Lampen sind auch zum Nachtbetrieb. Das ist einmal Neon und dann halt so rum. Mit dem Schalter. Ja. Total simpel. Ja, ziemlich cool. Und jetzt unten mal bitte öffnen. Auch hier passt alles. Gott. Alles Handarbeit, oder? Alles Handarbeit. Ihr fertigt in Italien mit CNC natürlich, sonst ging das alles gar nicht. Sicher. Ja, auf einen Millimeter. Ja, oder? auf der Zehntelmillimeter. So, das hier ist Hochglanz. Das wird das ist, guck mal, so ist Natur. Ja. Und das lackieren wir im Anschluss. Da haben wir extra Lackiererei, wo das so Hochglanz macht. Anzahl der Schichten, wie viel sind da drauf? 5, 6? Nein, 7 Schichten. 7 Schichten. Das habe ich gezählt bei Daimler-Benz, Armaturenbrett früher. Wie das verarbeitet wurde, das habe ich übernommen. Du willst es wissen, oder? Ja? Geht das denn in... Achso, das geht in Deutschland, kannst du sowas nicht machen, oder? Von den Lohnkosten. Nein, die Lohnkosten. Und dann die Leute sind gut und das sind wirklich spitze Leute. Nochmal, ist eure Firma, ihr lasst da unten bauen. Ja. Ihr macht die Qualitätskontrolle, ihr macht die ganzen Pläne. Ja. So. Wir haben gute Leute hier unten. So, das Finishing. Jedes Auto kommt zu euch in die Schwäbische Alb. Dann wird das quasi geprüft mit Hunderten von Punkten. Ja. Und dann der TÜV abgenommen und Sondereinbauten gemacht. Also im Prinzip die Klimaanlage, die... Wir machen in Deutschland rein. Ja. Okay, verstanden. Der Boden auf Wunsch dabei? Ja, das ist Der Serie. Teppichboden ist dabei. Guck mal. Und der Boden unten ist auch sehr schön. Also ich zeig mal gerade, der 68-Jährige bückt sich gerade, um mir den Boden zu zeigen. Du bist aber richtig fit, ganz ehrlich. Gut, jetzt werden viele schreien, ich bin auch 78 und komme mit durchgedrückten Knien einfach runter. Hast du gesehen? Ja. Du bist richtig fit. Machst du irgendwie noch... Guck mal her. Kein Problem. Du hast Zeit deines Lebens gearbeitet? Immer. Immer. Immer gearbeitet. Und immer am Ball. Mit wie Jahren bist du in deine Lehre gegangen? Mit wie vielen Jahren? In deine Lehre, Kfz-Lehre damals? 13. Mit 13. Mit 13 die Kfz-Lehrer. Und 19 das erste Haus gebaut. Und das Gehalt, was hast du damals verdient als 13-Jähriger? Oh, ich habe gut verdient. Ich habe sehr gut verdient. Im 3. Jahr habe ich schon Gesellenlohn gehabt. Wie viel war das damals ungefähr? 850 Euro. Mark. Wann war das? 61. 61. Ich bin 68 geboren, kannst du dir vorstellen. Du bist mein Held, weißt du das? Ja, 61. So, ich habe ja noch Chancen mit 54, dass ich alt werde. So, das ist der Wandaufbau. Zeig Genau, mal. also ich habe hier extra auch von der Werkstatt Sachen genommen, falls Kunden sagen oder falls Leute sagen, das ist nur so für die Show. Aber hier habe ich extra noch, da haben wir ein Lüftungsgitter nachgemacht. Also da sieht man, wie wir da durchgebaut haben, für die, dass es halt genau eckig wird. So, die Besonderheit ist der Wandaufbau. Ich zeige das mal gerade. Das ist nämlich hier alles nochmal weich innen. Das Genau. ist schallresorbierend und dann hast du zusätzlich noch einen Scheuerschutz der ganzen Möbel, dass nichts klappert. Genau. Also wenn man jetzt hier das direkt so auf GFK macht, nach einer Zeit, das Holz arbeitet halt, das ist normal. Quietscht. Und fängt an zu quietschen, genau. Wenn man es aber so verbaut, sieht man hier ganz gut, dann kann da nichts quietschen und nichts Hast du scheuern. mal eine Stelle, wo man sehen kann hier am Auto? Wo ist? Da, hier. Ja, auf der anderen Seite, direkt dort. Da. Ich gibt auch schöne Abschlusskante. Abwaschbar? Abwaschbar, komplett. Okay. Das ist Ecoleder. Wenn du anfasst, ist spezielles Leder. Wenn man anfasst, wird es sofort warm. Die Hand bleibt nicht kalt. Dämmmaß, da brauchst du viel Heizleistung hier? Wenig, auch kühl. Das ist eigentlich nochmal eine Dampfsperre, eine spezielle Dampfsperre. Wir machen es auch im Geruch, dass kein Geruch reinkommt. Das Auto war ja im Betrieb, du riechst hier gar nichts drin. Nein, nichts. So, warte, ich setze mich mal gerade mal auf die andere Seite, dass ich die Küche mal zeige. Euch hier drin, wir sind in einem Sprinter. Hast du so einen Sprinter schon mal gesehen? Ja, meiner. Deiner. Also warum verbringe ich so viel Zeit in dem Auto hier? Ich glaube, ihr seid die Einzigen hier auf der Messe, die sowas bauen. Ich habe gesehen, Wingam, hast du die gesehen, die GFK Monocoque, die kleinen?
Sowas ganz Kleines auf Fiat Ducato, auch nicht schlecht, haben auch ganz viele geguckt, aber hier, das ist erklärungsbedürftig. Das billigste Auto, wenn einer sagt, hier, ich hätte gern so ein GFK Monocoque, ein kleines, kurzes Auto, was könnt ihr bauen? Eine 147, glaube ich. Nee, also mit einer guten Ausstattung oder ohne Ausstattung, das ist halt immer die Frage. Also wenn jetzt einer startet, man könnte ja nachrüsten. Man kann ja nachrüsten. 150 krieg ich was? Ja. Ja, auf jeden Fall. 147 meine ich. Also der billigste wird bei 130 beginnen, bei 130. 130 auf 6,40 Meter. Auf 6,40 Meter. Ihr habt genug Grundrisse. Ihr habt auch 6,40 Meter. 12 Grundrisse. 12 Grundrisse. So, und das ist natürlich die Rundsitzgruppe hier, die ist sensationell. Das Leder ist alles vegan. Ja. Das habt ihr deswegen gemacht, weil die Pflege natürlich und die Haltbarkeit von so einem Leder ist was ganz anderes, oder? Ja, und vor allem, es ist wirklich, ich sofort mit der Firma einig. Es wird nicht kalt wie Leder. Wenn die Hand drauf macht, dann bleibt die sofort warm. Und beim Leder bleibt sie halt kalt, die Hand. Wenn jetzt einer sagt, ich will unbedingt Leder haben. Geht. Bei uns gibt es alles. Auch nur Alcantara. Es geht auch nur Alcantara. Und ganz ehrlich, jetzt gefällt mir das Rot auf einmal, das Holz mit dem Hochglanz. Das ist echt gut. Da vorne ist der Fernseher drin. Yachtbau. Genau. Boah. Wenn auch hier, wenn Besuch zum Beispiel da ist, einfach so und. Kannst zumachen. Ja. Philipp, du musst dich nochmal hier reinsetzen. Ich gehe mal gerade in die Mitte, dass wir mal sehen. Wir sind in einer Rundsitzgruppe, Kinder. Hat den Tisch mal gerade beiseite geschoben. Du bist 1,90 Meter. Wir sind in einem Sprinter. Wir sind hier bei dem Auto jetzt, gut, das war jetzt gebraucht, 15.000 Kilometer. 18.000 Kilometer. Ich hätte den auch gekauft. Also 180.000 brutto. Ja. Gut, ich sage jetzt nicht das, was ich sagen wollte, aber ihr baut quasi Manufakturautos fürs Leben. Ja, eben. Und wir haben gerade gehört vom Wettbewerb, wir seien zu günstig. Nee, ich glaube, dass die Leute, die vielleicht zu teuer waren, die werden das in Kürze merken, oder? Ja. Nein, es ist einfach, wir haben Leute, die das dritte, vierte andere Auto gehabt oder ein Produkt. Ja. Und kommen die zu uns und dann merken sie ganz genau, jetzt habe ich das Richtige. Weißt du, was stark ist? Du hast ein Unikat hier. Das heißt nicht den 700. XY, sondern du fährst ein Auto, was immer positiv auffällt, oder? Ferrari, wie ein Lamborghini, wie ein Jaguar, das ist was Besonderes. Ihr habt viele Ärzte als Kunden, ne? Sehr viele. Wir können einen Ärztekongress machen, wenn wir Silbertrim-Treffen haben. Warum so viele Ärzte? Ja, die lieben die Autos, die lieben die Qualität, die können es auch vielleicht auch zahlen. Zwischen den Zeilen. Ja? Die lesen auch zwischen den Zeilen bei Fahrzeugen. Die achten da nicht nur drauf, okay, ich möchte jetzt nur einmal in Urlaub gehen oder ich möchte es da. Die wissen, okay, allein schon wegen Sicherheit. Wenn man einen Auffahrunfall hier hat, wenn hinten einer reinfährt, muss man nicht Angst haben, dass er wie durchfährt. Geh mal die Bilder holen, bitte. Ja, ich hole mal schon die Bilder. Haben wir schon die Bilder. Ihr habt einen Auffahrunfall gehabt, da war der andere fast ein Totalschaden und der hier und der hier war ein Lackschaden. Lackschaden und Rücklicht. Und Rücklicht. Ja. Und an der Struktur von dem Auto war auch nichts. Nichts gibt's nicht. Die Energie, wie wird die abgeleitet? Die nehmen die auf, also wenn es ein starker Schaden ist, da hat das Auto sehr stark nachgegeben bei dem. Wenn es einen Schaden gehabt mit einem LKW 7,5 Tonner hinten drauf, da war es so, dass es ausreißt, das GFK wie Holz und gibt nichts mehr weiter. Ja. Okay. Bis zu der Stelle. Ist das dann ein Totalschaden, dann kann man das reparieren? Nein, das kann man reparieren. Kannst reparieren? Ja, wie im Surfbrett auch. Da kann man jetzt mit Matten wieder neu laminieren, aufbauen, kein Problem. Der Schaden war damals 20.000 Euro. Also der Leidtragende ist leider immer der andere. Das ist so. Aber die Fahrzeuge, also das war das Fahrzeug. Das war ein VW Caddy. Der ist auf der Autobahn, also im Stauende, einfach am Silbertrim hinten drauf gefahren. Da ist der ganze Längsrahmen alles defekt. Kühler, Schrott, also das Auto muss abgeschleppt werden. Achse war unten krumm, unten der Radträger. Also das Auto musste abgeschleppt werden, war ein Totalschaden. Es hatte davor einen Wert von, ich glaube, 24.000 oder um die 20.000 Euro und hatte danach einen Restwert, ich glaube, von 6.000 Euro. Ein Totalschaden. Ganz ehrlich, du bist vollkommen verrückt. Du hast dir Gedanken gemacht, wie kann ich das Auto bezahlbar bauen, in der perfekten Qualität, mit schwäbischer Genauigkeit. Ja, genau. Und vor allem... das war alles hier. Das war alles. Und da ist noch schlimmer, bei dem hier. Ja, das zeigt man gleich. Der ist nur das Rücklicht defekt gewesen. Die Seitenmarkierungsleuchte hatte nicht mal einen Kratzer. Das Auto war einfach, ist wie gegen einen Baum gefahren. Der Baum war heile und in dem Fall ist halt... Machen wir weiter, jetzt bin ich gespannt. Das nächste Bild kenne ich noch nicht. Das nächste Bild ist ein bisschen brutaler.
Da ist ein LKW mit 40 km/h, 50 km/h an der Ampel, ungebremst hinten auf dem Silberriemen drauf. Der war geblendet durch die Sonne. Ja. Moment, jetzt. Hier, das ist ein älteres Bild. So sah der aus. Genau. Das ist der LKW. Das ist der LKW. Der LKW. Und keine Bremsspur. Man sieht es am Bild, keine Bremsspur. Der war geblendet von der Also Sonne. du weißt was, warte mal, ich zeig das mal gerade, dass man das mal sieht. Das war alles. Normalerweise, wenn du solche Unfälle hast, Auffahrunfall LKW, dann sind die Wohnmobile komplett Kaputt. disintegrated, sagt man auf Ich habe hier Englisch. mal ein Bild gefunden, das habe ich im Internet gefunden. So sah das aus, wo ein LKW hinten reingefahren ist. Das bei 40 km/h. Deswegen habe ich dachte ich. Das ist noch harmlos. Meistens sterben die Leute, muss man dazu sagen. Wir Das hatten ist Glück, dass sie kein vollintegriertes Fahrzeug gehabt haben. Bei vollintegriert wäre das ganz anders gegangen. also, das bedeutet, ihr habt quasi die Sicherheit von einem Kastenwagen sogar noch besser, so muss man sagen, weil dann sollte man vielleicht nicht, wenn ich jetzt hier 4 Sitzplätze habe, wo würde man die anbringen? Hier. Da, Gegen die Fahrtrichtung. das geht. So, ja. Gegen Fahrtrichtung oder inzwischen auch in die Fahrtrichtung. Dann hätten wir halt hier die Füße. Da werden hier Sitze rausgeklappt. Haben wir auch Bilder. Und ja, wir haben auch einen Wohnwagen, einen Prototyp. Der hat einen Unfall auf der Rückreise. Da ist ein LKW, hat den Fahrer vom PKW abgedrängt. Der PKW hat sich überschlagen und der Wohnwagen lag auf der Seite. Unser Wohnwagen. Ja, ich habe auch Bilder, kann ich auch schon zeigen. Ist das hier der Volvo quasi unter den Wohnmobilen so ein bisschen? Der Volvo hat ja früher S70. Stabil. Volvo aus Sicherheit. So, Deswegen. also hier, das war der PKW, das Zugfahrzeug. Hier ist schon der Wohnwagen auf dem Anhänger. Und hier sieht man den Wohnwagen, wo er auf der Seite lag. Hier ein bisschen zerkratzt. Ja, und hier die Markise war zerkratzt. Aber das ist euer Wohnwagen. Das war unser Wohnwagen, genau. GFK. Genau, das war unser Prototyp. Du wo weißt- Düsseldorf war. Ja, Das war- Prototyp. genau. Du weißt, was mit anderen Wohnwagen passiert, die nur schlingern und einmal kurz. Ja, das reißt sind- das Fahrgestell Das raus. war ein Prototyp, den wir in Düsseldorf ausgestellt hatten. Und der hat leider auf der Rückfahrt. Ja. Der hat sich überschlagen. Ja. Und da war nichts. Nichts, null. Ein paar Kratzer am Fenster, Markise. Das heißt, man hätte ihn reparieren können. Oder habt ihr? Der wurde Der wurde repariert. Nochmal, der hat sich überschlagen, ihr habt ihn repariert. Ja, der war in 2-3 Tagen gerichtet. Sag mal, blöde Frage. Es wird sich aber nicht lohnen, wenn jetzt zum Beispiel vorne ein Schaden ist, das Fahrgestell ist kaputt. Man kann ihn nicht umsetzen, oder? Man könnte es, aber es lohnt sich nicht. Man kann das Auto sehr gut verkaufen, unrepariert und den neuen bestellen. Das ist, Mit der Versicherung. Besser. ja, besser. Okay, Wartezeit im Moment 1,5 Jahre. 13. Januar 2023. Ich befürchte, dass unsere Zuschauer werden euch lieben. Also dich, Philipp, dein Bruder heißt wie? Max. Der Max, dann der andere Bruder, Karl, der kommt wann? der ist jetzt mitten im Jurastudium. Der bräuchte noch bestimmt 2-3 Jahre. Der kommt auch. Schwester? Lisa. Und die kommt jetzt im Frühjahr. Deine Mama ist auch hier? Ja, genau. Meine Mama, die ist draußen gerade unterwegs, noch am Die gucken Dekorieren. nach den So. Finanzen. Weißt du, was cool ist? Bei der Anmoderation hat er nämlich versucht, Hochdeutsch zu reden. Mittlerweile ist er komplett wieder schwäbisch. Jetzt geht er auf. Das ist Ja. so. So, was hast du gemacht beruflich? Ich habe mein Berufskolleg abgeschlossen mit einer dualen Ausbildung als Wirtschaftsassistent und bin dann in die Werkstatt und davor in Italien gewesen im Werk. Und wann hast du angefangen zu schrauben? Als Junge. Ganz jung. Mit 7 Jahren hat er schon geschraubt und gemacht. Macht Motoren auseinander, alles. Das ist eine kleine Geschichte. Ich habe den Silbertrim 2003 zum ersten Mal der Familie gezeigt. Bin vom Haus geparkt. Dann habe ich zum Philipp gesagt, Philipp, guck mal raus, wie gefällt dir der? Sagt der Papa, ganz toll, aber weißt du was, da schlechte Felgen drauf. Die Felgen passen nicht zum Auto. Also er hat mir mit 5 Jahren schon gezeigt, dass er ein Auge hat fürs Ganze. Und das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, dass wenn einer in unserer Branche schafft, dass er das Auge hat fürs Ganze. Da setzt sich Qualität in erster Linie, Optik, Design ist auch wichtig. Und am Schluss ist der Preis. Bei uns ist nicht anders. Bei uns ist am Schluss der Preis. Guck mal hier, die Spaltmaße. Das ist, egal wo du hinguckst, Ja. es passt alles. Und das sind hier keine Prototypen. Ihr baut auch die anderen auch so. Ja, das sind wie Eier. Die kommen wie Eier. Gut, weil eben der kommt aus derselben Form. Ja. Der hat die gleiche, okay. Dann benutze die Original-Auffangpunkte natürlich, die vorgeschrieben sind von Mercedes-Benz. Absolut. Ja.
Das sind zur Sicherheit und auch verdeckende Garantie. Könntest du mir Gefallen tun? Könntet ihr einen 6 Meter mal planen? Habt ihr sowas mal geplant? Wir haben 6 Meter gebrauchten gerade da. Ein 6 Meter? In Dettingen, genau. Ein 6 Meter mit vorne ein Bugbett, hinten großes Raumbad, große Küche und eine Sitzgruppe. Genau, 6 Meter. Baujahr? Ja, 2 Jahre. 2017 ist der. Ja. 2017. Ist das schon der neue Sprinter? Oder? Das ist noch der 906. Ja. Ja, also der Facelift vom 906 mit den grauen Scheinwerfer. Okay, also das habt ihr da. Aber ich bin nämlich unglaublich auf der Suche und wir müssen zusammen ein Projekt machen, ja. Da müsst ihr ein bisschen bluten, den muss ich dann fahren, den müsst ihr so zwischenbei machen. Und ich verspreche euch, was die Leute lieben. Ich sag dir mal, was mein Wunschprojekt ist. Ja. Hubbett beim 6 Meter Hubbett, Rundsitzgruppe. Haben wir schon gebaut. Habt ihr schon gebaut? Ja. Das haben wir nicht abgesprochen. Das habt ihr schon gebaut? Ja, sogar mit 2 Sitzgruppen. Also, ja. Ein 6 Meter? Ja. Ja, 6 Meter. Und zwar, ja, wir haben Bilder. Wir haben Bilder. Ja, muss man. Pass auf, wir machen einen ich komme mal zu euch. Ich habe noch die alten Grundrisse. Ich habe alle Grundrisse bei mir am Schreibtisch. Da habe ich alle, was wir je gebaut haben, habe ich da auch die Sonderumbauten, auch mit das andere. Der ist immer ständig unterwegs. Ja. Frage, die Gewährleistung, ich meine, ich muss ja hier nicht diskutieren, ob irgendwas dicht ist. Es kann ja immer mal was passieren. Wir brauchen keine Dichtigkeitsgarantie machen. Keine? Nein. Das Ding ist dicht, bleibt dicht. Es sei denn, ich fahre irgendwo gegen. Dachfenster oder Dachfenster undicht ist, aber sonst nichts. Gibt nichts. In der Regel nicht. Ansonsten holzfrei, außer das Holz, was ich hier sehe. Ja. Aber außen, innen, Boden, GFK? Boden, GFK, aber mit Holz. Also der Boden hat komplette GFK-Wanne und dann haben wir Holzplatte drauf und isoliert mit Hartschaum. Weil wir brauchen die Holzplatte, um die Möbel auch zu befestigen am Boden. Ah, okay, da kommen die Schrauben rein. Ja. Aber das ist, den sieht man von unten nicht, den sieht man auch von oben nicht, der ist im Doppelboden integriert. Du könntest auch einen Tisch machen, der ein bisschen schmaler ist, das würde gehen. Alles. Ja. Alles. Ihr seid eine Manufaktur. Denn ich brauche gar nicht so einen Riesentisch, aber ich will gerne leicht rein und rauskommen. Aber das mit dem Schieben hat sich bewährt, oder? Ja, genau. Also kann man ja auch, wenn ich jetzt aussteigen würde, kann ich ihn einfach schön drüber oder so zu sich. Also. Komm raus, wir haben schon wieder 36 Minuten verbraucht. Aber es geht nicht runter, liebe Kinder. Ihr müsst euch diese Fahrzeuge angucken. Ihr seid in welchem Ort, seid ihr? Kirchheim-Teck, Dettingen-Teck, an der Autobahn A8. Direkt an der 8? Direkt an der A8. Und das Grundstück ist direkt an der A8. Genau. Boah, ich habe euch gefilmt, unten jetzt in Düsseldorf. Ich wusste schon, bei euch stimmt irgendwas nicht. Ja, das ist seltsam. Dann Wanner, ich habe mir gedacht, das ist jetzt irgendjemand aus dem Ausland, der sich wieder mal einen deutschen Namen verpasst hat. Du heißt Karl-Heinz Wanner. Richtig, ja. Du bist ja in Munderkingen, an der schönen blauen Donau. Du bist Schwabe. Schwabe. So. Schwabe. Sind Schwaben sparsam? Ja. Gott, komm, wir gehen mal. Aber nicht geizig. Nicht geizig, sondern sparsam. Darf ich den Boden noch mal ganz kurz sehen, wenn du mal gerade mal anhebst, Philipp? So, der ist jetzt hell. Ja. Der Kunde kann aber bestimmen, Holzfarben, Bodenfarben. Dunkel, man kann auch in dem Furnier quasi den Boden machen. Genau. Habt ihr nur dieses Design hier auf der Messe? Wir haben auch noch ein dunkles Braun mit einem Weiß, haben wir auch da, den, wo wir es erstmal gefilmt hatten. Da hätte ich jetzt gesagt, am Anfang ein bisschen türkisch, weil es ist so, die haben ganz dunkle Farben. Ja. Aber man muss fairerweise dazu sagen, das sind sehr langlebige Farben in Verbindung mit dem Weiß. Da hat man ganz lange Freude dran. Das ist nicht so ein Modekrams, sondern... Aber den auch nochmal neu anders gestaltet. Den haben wir gefilmt. Der Weiß, der ist ja ganz in Weiß, ja, in Sandfarben. Mit Farbe, ja, mit Korpus ist Nuss. Ja. Sag mal, ohne Witz, darf ich mal fragen, wie alt willst du werden? Ja, mindestens noch 10 Jahre. Oder mehr. Plus mehr. Weil die Leute werden sich jetzt fragen, wieso frage ich das? Ich habe selten jemand gesehen, der mit... Hast du gesehen, wie der da die Treppe hoch? Ja, das ist immer so. Also sein Fahrzeug, er ist ja so... Ich fahre auch Motorrad noch. Du fährst Motorrad noch. Was ist dein Geheimnis, um alt zu werden? Bewegung, ja. Viel Bewegung. Und immer der Kopf frei, ja. Und eine junge Frau. Und du bist aktiver Raucher, muss man dazu sagen. Rauche ich schon 60 Jahre. Wie viele Päckchen am Tag? 1. Ein Päckchen am Tag. Früher aber mehr. Früher mehr. Jetzt hast du ein bisschen zurückgefahren. Und ich habe jetzt Gesundheitszigaretten, die verschreibt mir die AOK. Dankeschön. So, das nehme ich mal so mit.
Und lustig ist er auch noch. Ja. Weil viele, die ja spät Kinder kriegen, die haben einen, ich sag mal so, Opas als Papa, das kann man hier nicht behaupten. Nee, gar nicht. Also der ist fit und der sagt auch, hey, und das Auto, der ist für sich nichts zu schade. Das ist halt, so wurden wir großgezogen. Ist das Datenblatt hier? Das ist das Datenblatt. Datenblatt. Also, wie hier steht, 218.592. Ihr habt ein Unikat Silver Dream S770 RS. Länge 77, Breite 230. Die Messe hat noch gar nicht angefangen. Heute Freitag, der 13. Januar 2023. Wir sind in Stuttgart auf der CMT in Halle 2C. Und das, was ihr hier findet, ihr müsst gucken. Da vorne ist dein Bruder? Ja. Max? Du bist am Telefonieren? Nein. Max, wir haben wieder mal ein Auto, die Rundsitzgruppe gedreht. Das ist so sensationell. Dein Papa ist die Treppe da hoch, als wäre er 12. Ja, das ist nicht normal, oder? Also das ist so gut gelöst mit dem Treppensystem. Nein, ich meine dein Papa. Ja, ich meine, wie fit der ist. Das ist nicht normal mit 78, dass er da schon da so hochspringen kann. Er sagt aber immer, der ist gar nicht 78, der ist 18 Jahre schon 60. Das ist sein Geheimnis, genau. 58,20 hat er gesagt. So, da ist es. Das ist übrigens noch das alte Heck. Die neuen, die jetzt kommen mit dem neuen Heck. Genau. Und da habt ihr hier vorne einen Prototypen stehen, gezeigt habe ich schon. Alle kommen mit diesem Heck hier und das ist das Original Mercedes-Benz Paket Scheinwerfer hinten. Genau, das ist das Original, auch Original Mercedes-Zeichen. Die originalen Rückleuchten von Mercedes hat halt den Vorteil, wenn man jetzt irgendwie mal eine Beschädigung hätte am Rücklicht, kann man das Rücklicht einmal mit 2 Schrauben wechseln. Zeig mal bitte. So, und das ist die Heckklappe, die kannst du öffnen und da sind 2 Schrauben dran, die kannst du auf der ganzen Welt kaufen. Genau, und man kriegt in Spanien, egal wo man ist, kriegt man dieses Rücklicht her bei Mercedes. Farbe außen kann ich wählen? Kann man wählen, man kann auch sagen, man findet das Silber schön, aber man möchte den Ton dunkler oder man möchte den Ton in Blau haben. Haben wir schon alles gebaut. Also wir haben schon den in Gold gebaut, wir haben den schon in Blau gebaut und in allen Farben. Also eine der Firmen, die ich am meisten besucht habe hier auf der Messe, von der Zeit her. Fast ein ganzer Tag ist heute drauf gegangen. Aber es ist jeden Zentimeter wert. So, wenn wir den noch filmen, den haben wir uns gefilmt auf der Messe. Genau. Brauchen wir nicht nochmal zu machen, aber ja, das ist was für ein Grundriss? 7,70 Meter auch, aber mit einem Queensbett hinten. Ein Queensbett? Ja. Echt? Ja. Das heißt, du kannst drumherum gehen, hast Kleiderschränke? Ja, der ist richtig schön. So, all das werden wir sehen. Das Ganze finden Sie auf wanner.de, nehme ich an. Nee, wanner-gmbh.de. wanner-gmbh.de. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind auf der CMT. Bitte abonniert German Television, denn nur durch euer Abo klappt's. Tschüss. Hallo.